Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ihr seht schon, es sieht alles ein bisschen anders aus. Hier ringsherum ist natürlich Meer, Sonne, es ist warm und herrlich von den Farben her und ich bin mit meinem YouTube-Kanal direkt hier auf die Kanarischen Inseln gezogen für ein paar Wochen. Warum das so ist und natürlich, was ich hier so mache, wie die Einreisebestimmungen in Spanien zur Zeit Corona 2021 sind, wie man hier Urlaub machen kann und wie man hier wieder ordentlich wegkommt, das erzähle ich euch jetzt in meinem Video. Warum bin ich mit meinem YouTube-Kanal direkt hier auf die Kanarischen Inseln für ein paar Wochen hergezogen? Ganz einfach, weil du im Winter natürlich bessere Farben hast. Du kannst mehr machen, du hast natürlich super Wetter, immer um die 20 Grad, manchmal ein paar Wolken, manchmal knallige Sonne, aber du hast natürlich Möglichkeiten zum Filmen, die du momentan nicht in Deutschland hast. Und ich will euch natürlich die besten Videos immer bringen mit den schönsten Farben, den nettesten Produkten. Und da muss man natürlich auch mal ein bisschen weiter wegfahren, um das zu verwirklichen. Für viele ist interessant, was kann ich im Jahr 2021 in Sachen Urlaub noch anrichten, beziehungsweise hier auf den Kanarischen Inseln. Was ist zu beachten, wenn ich hier einreise? Und es ist komplizierter geworden. Das ist schon mal klar. Aber Urlaub ist nicht grundsätzlich verboten. Die meisten denken, es fliegt nichts mehr. Wir können nicht mehr in den Urlaub fahren. Hier kann man eigentlich gar nichts machen, außer zu Hause sitzen und abwarten. Das ist wirklich nicht der Fall. Es ist nur ein bisschen komplizierter geworden. Wenn du Urlaub machen möchtest auf den Kanarischen Inseln, brauchst du einige Dinge, die du vorher erledigen musst. Das erste ist natürlich ein negativer Corona-Test und das geht relativ einfach. Wer in der Nähe von einem großen Flughafen wohnt, in jedem Flughafen gibt es momentan Corona-Testzentren. Und diese Corona-Testzentren, die arbeiten auch relativ fix. Du machst dir im Internet einen Termin. Ich habe dir mal die Internetseite verlinkt, wo ich jetzt sozusagen in Berlin diesen Test gemacht habe. Das ist direkt im Flughafen und vorher Terminchen machen im Internet, vorher bezahlen, dann einfach hingehen und das dauert eigentlich maximal 30 Minuten so im Schnitt. Momentan ist wirklich nicht viel los auf den Flughäfen und schon hast du dann deinen Corona-Test absolviert. So circa 24 Stunden später hast du dann deine E-Mail direkt in deinem Postfach, wo dein Corona-Test komplett bestätigt ist. Ganz wichtig natürlich, der Test kann entweder auf Englisch, auf Spanisch oder teilweise auch auf Deutsch bestellt werden. Besser ist natürlich auf Englisch und Spanisch, wenn du hier auf die Kanarischen Inseln einreisen möchtest. Aber ansonsten ist es wirklich relativ easy, direkt am Flughafen den Test machen, auf das Testergebnis warten. Wichtig ist natürlich noch 72 Stunden vor Einreise muss dieser Test gemacht worden sein. Nicht vorher machen, weil vorher ist das Ganze nicht gültig. Ihr müsst das dann wiederholen und das wäre echt viel Arbeit und viel Geld, was ihr da sozusagen nochmal extra bezahlen müsstet. Der Test kostet ca. 80 €. Das ist dann natürlich komplett gesaved auf euren Pass und natürlich auf euren Namen. Und dann könnt ihr eigentlich nichts mehr falsch machen, wenn ihr den negativen Test habt. Dann nochmal ins Internet rein und natürlich im Internet den QR-Code für Spanien beantragen. Das ist auch relativ easy. Die Seite habe ich euch ebenfalls nochmal verlinkt. Aber was natürlich noch wichtig ist, fallt bitte nicht auf irgendwelche Hersteller rein, die sozusagen Werbeanzeigen schalten im Internet und gleichzeitig euch 5 oder 10 € für diesen QR-Code abknöpfen möchten. Da seid bitte vorsichtig. Deswegen habt ihr hier mal komplett einen Link für die richtige Adresse im Netz, wo ihr den QR-Code für Spanien zur Einreise eingeben könnt. Und das ist eigentlich alles. Ihr braucht den QR-Code, ihr braucht den negativen Corona-Test und die Airline, die checkt natürlich direkt beim Einchecken zum Flug. Habt ihr den Test, habt ihr den QR-Code, dann ist alles safe. Ihr kommt hier auf den Kanarischen Inseln an, am Flughafen. Teilweise kann es passieren, dass die euch noch Fieber messen von Weitem, ist aber bei mir nicht so gewesen. Die haben eigentlich nur den QR-Code verlangt, wo alle Dinge sozusagen zur Einreise ja schon drin stehen. Und dann geht's los. Das ganz normale Leben hier auf den Kanaren. Die Cafés sind offen, die Geschäfte sind offen, teilweise Hotels und Pensionen sind offen, obwohl jetzt im Januar 2021 bzw. zum Februar 2021 auch sehr viele Hotels schließen, weil einfach die deutschen Touristen nicht kommen und natürlich auch die Touristen aus anderen Ländern ebenfalls nicht kommen. Und es geht aber. Man kann wirklich hier noch Hotels buchen und auch noch Apartments. Das ist alles relativ easy. Wichtig ist natürlich aufgrund der Corona-Ampel auch hier auf den Kanarischen Inseln, da gibt es grün, da gibt es gelb, da gibt es rot. Und momentan im Januar 2021
sind wir beim Faktum Gelb. Und da ist natürlich dann wiederum eine Ausgangssperre dran geknüpft, aber das ist relativ easy. Die ist zwischen 23 und 24 Uhr. Das variiert immer je nach Ampelphase. Und momentan bei Gelb ist er halt bei 23 Uhr. Aber wie gesagt, vom Prinzip her, dann schließen auch die Cafés und die Läden. Ist aber relativ easy. Ihr müsst euch natürlich, wenn ihr euch bewegt, direkt mit Maske bewegen. Das ist wichtig. Also sofern der Körper sich bewegt, Maske auf, laufen. Am Strand ist es nicht so wichtig, habe ich festgestellt. Gleichzeitig kann man natürlich auch beim Sport die Maske ablassen, egal ob beim Joggen oder beim Fahrradfahren. Das ist hier nicht so schlimm. Aber in der Stadt, in den Geschäften, da wo ihr seid, in der Anlage vom Hotel, immer Maske auf und das ist hier wirklich Pflicht. So, wer damit leben kann, der hat hier einen wunderbaren Urlaub. Der muss nichts weiter beachten, als dass er sozusagen die Hygieneregeln hier einhält, die auch relativ easy sind. Man kann wirklich noch Urlaub verbringen, denn das schöne Wetter, das ist natürlich eine wunderbare Geschichte und wer es misst in Deutschland, natürlich bei dem ganzen Regen etc. mal ein bisschen schönes Wetter zu haben, der sollte das wirklich tun. Ich habe mich mit vielen Familien unterhalten, teilweise sind die hier 4 bis 6 Wochen, teilweise Frauen mit den Kindern, die machen gleichzeitig dann noch Homeschooling übers Internet, weil ja hier sozusagen über WLAN alles läuft und manche nehmen das echt total easy, die nehmen den Lockdown sozusagen direkt mit hier auf die Kanarischen Inseln, mit den Kindern, mit den Familien, arbeiten von hier aus online und haben natürlich dann ein bisschen Arbeit und einen schönen Tag. Gleichzeitig ist die Schule gesichert durch Homeschooling übers Internet. Was soll noch passieren? So, das Leben ist relativ easy, aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, dann müssen wir ja irgendwann wieder nach Deutschland zurück und da gibt es dann auch Möglichkeiten der Einreise, die beachtet werden müssen. Je nach Bundesland habt ihr natürlich bestimmte Auflagen. In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Quarantäne mehr, weil die einfach mal weggeklagt wurde. In den anderen Bundesländern müsst ihr teilweise 10 Tage in Quarantäne, 48 Stunden nach Einreise nochmal einen Test machen und wenn der sozusagen negativ ist, könnt ihr 5 Tage später nochmal einen Test machen und dann ist die Quarantäne von 10 Tagen ebenfalls aufgehoben. Das sind so die Einreisebedingungen für Deutschland, wenn man dann wieder zurückkommt. Ihr merkt schon, es wird uns nicht einfach gemacht, wunderschönen Urlaub zu haben. Es ist kompliziert, es kostet natürlich Geld. Der Test kostet 80 €, zur Rückreise ebenfalls nochmal 80 €. Wer eine Familie mit 3 Kindern hat, der kann selber rechnen. Das wird natürlich dann ein bisschen teurer. Zum Thema Flüge sei auch noch gesagt, Stand Februar 2021 und März 2021. Es sind nicht mehr viel Flüge im Angebot. EasyJet fliegt einmal die Woche, ist dann Samstag sozusagen unterwegs und teilweise haben die auch preislich richtig angezogen. Also ich habe da Flugpreise im Januar, die lagen so zwischen 140 und 60 € pro Person plus Gepäck und so weiter und so fort. Also landest ungefähr bei 150 € pro Flug. Ja, und mittlerweile, wenn du jetzt von hier zurückfliegen möchtest im Februar bzw. Ende Februar, dann hast du schon Preise von 230, 280, teilweise 300 € pro Flug. Also umso weniger Fluggäste, umso teurer natürlich die Tickets. Aber es ist wie gesagt alles noch möglich, hier Urlaub auf den Kanaren zu machen. Ihr habt es euch verdient und gleichzeitig, wenn ihr hier seid, dann wisst ihr habt alles richtig gemacht, denn bei diesem Wetter ist natürlich alles am schönsten. In diesem Sinne, gebt mir sehr gerne ein Like bzw. ein Abo oder schreibt mir in die Kommentare, wie ihr euren Urlaub hier auf den Kanarischen Inseln verbracht habt bzw. verbringt, was euch so passiert ist, ob ihr Probleme hattet, ob alles gut gegangen ist. Würde mich echt freuen. Ich sage für heute Tschüss, bye bye und winke winke und gern bis zum nächsten Video.